Hallo zusammen, wir häkeln heute mit euch diese schöne Sommer- oder Frühjahrsjacke. Und zwar für diese Jacke verwende ich von der Firma Rilana die Cotton Soft Wolle. Bestand ist hier 45% Baumwolle, Rest ist Acryl. Lauflinie 50 Gramm, 150 Meter. Ich habe Haken Nummer 4 für die Jacke verwendet. Für meine Größe XS bis S habe ich jetzt ca. 450 Gramm Wolle gebraucht. Je nachdem, aber ich bin recht klein. Wenn man zum Beispiel längere Ärmel häkelt, dann müsste man schon 500 Gramm Wolle verwenden. Hier steht die Empfehlung für Größe 38, 600 Gramm Wolle. Also ich würde pro weitere 2 Größen ca. 50 Gramm Wolle dazu rechnen. Das heißt, ich habe zum Beispiel XS oder 34, 450 Gramm Wolle verwendet. Das heißt, für 36 ca. 500 bis 550. Dann kommt man auch bei 38 ca. 550 bis 600 Gramm Wolle. Und so kann man das dann weiter ausrechnen. Wie gesagt, pro eine Größe, pro 2 Größen ca. 50 Gramm Wolle dazu rechnen. Würde ich jetzt so sagen. So, die Jacke ist recht leicht zu häkeln. Das Muster habe ich euch auch schon bereits auf meinem YouTube-Kanal gezeigt. Und mit diesem Muster habe ich jetzt diese Jacke gehäkelt. Also ich wünsche euch viel Spaß beim Häkeln. Für diese Jacke, für meine Größe, also Größe XS, würde ich eher sagen, habe ich jetzt 181 Maschen angeschlagen. Und zwar Musterrapport ist hier oder Mustersatz teilbar durch 18. Das heißt, ich habe 10 mal 18 Mustersätze gerechnet plus eine Masche. Das sind bei mir dann 181 Maschen. Man kann zum Beispiel Mustersatz um 18 weitere Maschen vergrößern. Das heißt, nicht 10 mal 18, sondern 11 mal 18 plus eine sind 199 Luftmaschen. Und bei mir sind 18 Maschen ca. 11,5 cm. Das heißt, die Jacke würde sich dann um 11,5 cm vergrößern, also breiter sein als Größe XS. Bei mir ist die gesamte Breite von der Jacke 110 cm, also die Hälfte der Jacke, zum Beispiel das Rückenteil, sind dann 55 cm. Und ich habe in 10 cm 16 Stäbchen und 8,5 Reihen. Die Jackenlänge kann man natürlich individuell anpassen. Man kann es kürzer oder länger häkeln, dann entsprechend braucht man natürlich auch viel, mehr Wolle für die Jacke. Bei mir ist die Jackenlinie hier von dem Punkt bis zu dem unteren Punkt ungefähr 62 bis 63 cm lang. Und hier bis zum Armausschnitt habe ich 36 cm. Aber wie gesagt, die Linie kann man dann individuell anpassen. Also wir beginnen jetzt mit dem Häkeln und zwar, also wir schlagen 181 Maschen an oder mehr, je nachdem welche Größe. Und wir häkeln die erste Reihe, alle Stäbchen. Und zwar, ich habe das Muster ab der ersten Musterreihe gezeigt, das ist die zweite Reihe dann. Und die erste Reihe häkelt ihr dann einfach alle Stäbchen. Und dieses Mustersatz mit 3 Luftmaschen und das sind 17 Stäbchen in der Mitte, das wiederholt ihr stets, weil das Muster habe ich in einem kleineren Stück gehäkelt.
Den Anfang häkelt ihr genauso, wie ich das gezeigt habe. Dann wiederholt ihr diese Mustersätze mit 17 Stäbchen, 3 Luftmaschen, 17 Stäbchen und so weiter. Häkelt dann weiter und am Ende der Reihe häkelt ihr dann auch wiederum 8 Stäbchen. Genauso wie ich das später im Video zeige. Und nach diesem Muster häkelt ihr dann praktisch die komplette Breite, wie ich schon sagte, beide Vorderteile und das Rückenteil bis zu den Armausschnitten. Für das Muster schlagen wir die Luftmaschen an. Also nach meiner Größe sind es 181 Maschen oder jeweils immer 18 Maschen dazu richten. Dazu gehe ich mit dem Haken unter den Faden, ziehe diesen hoch, drehe den Haken einmal so um, halte hier unten fest und häkle die erste Luftmasche. Und auf diese Weise schlage ich die Luftmaschen an. So, jetzt häkeln wir die erste Reihe. In die vierte Luftmasche steche ich ein und häkle das erste Stäbchen. Also Umschlag, in die vierte Luftmasche einstechen, Faden holen, die ersten 2 Schlingen durch, die zweiten 2 Schlingen durch. Das ist ein Stäbchen. Und jetzt häkle ich noch weitere 6 Stäbchen. In die nächste Luftmasche das zweite Stäbchen, in die nächste Masche das dritte Stäbchen, also wir haben mit 3 Luftmaschen angefangen und dann 7 Stäbchen häkeln wir. Das 6. und das 7. Stäbchen. Jetzt häkle ich 3 Luftmaschen. Jetzt überspringe ich unten eine Luftmasche und in die zweite Luftmasche häkle ich das erste Stäbchen. In die nächste Luftmasche häkle ich das zweite Stäbchen. In die nächste das dritte. Und auf diese Weise häkeln wir insgesamt jetzt 17 Stäbchen. Also 3 Stäbchen habe ich jetzt gehäkelt. Und jetzt häkle ich weitere Stäbchen, bis wir insgesamt 17 Stäbchen gehäkelt haben. So, 17 Stäbchen habe ich jetzt gehäkelt. Jetzt häkle ich 3 Luftmaschen. Eine Masche überspringe ich und häkle das erste Stäbchen. So, ich habe hier ein kleineres Stück. Ihr macht Folgendes. Ihr häkelt 3 Luftmaschen, 17 Stäbchen, 3 Luftmaschen, 17 Stäbchen, wie wir hier gehäkelt haben. Und am Ende der Reihe, wenn wir die letzten 17 Stäbchen gehäkelt haben, häkeln wir 3 Luftmaschen, überspringen eine Luftmasche unten und häkeln dann 8 Stäbchen am Ende der Reihe. Das erste Stäbchen habe ich jetzt gehäkelt und hier häkle ich noch weitere Stäbchen. Also am Ende der Reihe habe ich jetzt 8 Stäbchen gehäkelt. So schaut es aus. Wie gesagt, dieses Stück mit 17 Stäbchen, 3 Luftmaschen wiederholt man stets. Und hier in die Mitte eine Luftmasche überspringen. So, jetzt häkle ich 3 Luftmaschen, wende das Ganze und häkle hier 5 Stäbchen. Also hier steche ich ein, häkle das erste Stäbchen, das zweite,
So, das 5. Stäbchen. Hier müssen 2 Stäbchen frei bleiben. Jetzt häkle ich 2 Luftmaschen und in diesen Bogen häkle ich jetzt eine feste Masche. Also hier steche ich ein und häkle eine feste Masche. 2 Luftmaschen. 2 Stäbchen überspringe ich jetzt. In das 3. Stäbchen häkle ich das 1. Stäbchen und häkle dann weitere Stäbchen, bis hier diese letzten 2 Maschen übrig bleiben. Also wir hatten 17, das sind dann 13 Stäbchen in der Mitte. Also ich habe jetzt 13 Stäbchen gehäkelt. Jetzt häkle ich 2 Luftmaschen, in den Bogen eine feste Masche, 2 Luftmaschen. Die ersten 2 Stäbchen überspringe ich. In das 3. Stäbchen häkle ich das 1. Stäbchen. Und dann häkle ich nach Muster wieder 13 Stäbchen, 2 Luftmaschen, eine feste Masche in den Bogen, 2 Luftmaschen, 13 Stäbchen und so häkle ich, bis ich am Ende der Reihe ankomme. Und am Ende der Reihe häkle ich jetzt hier die restlichen Stäbchen, das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6 Stäbchen. So, am Ende der Reihe häkle ich das 5. Stäbchen und hier zwischen den beiden Maschen einstechen und noch das 6. Stäbchen häkeln. So, 6 Stäbchen. Die nächste Reihe beginne ich mit 3 Luftmaschen. Wende das Ganze. Und jetzt häkeln wir hier in jedes Stäbchen jeweils ein Stäbchen. Also ich habe 3 Luftmaschen, 5 Stäbchen jetzt gehäkelt. Jetzt machen wir Folgendes. Jetzt häkle ich hier in diesen Bogen 2 Stäbchen. Das 1. Stäbchen und in den Bogen noch einmal einstechen, das 2. Stäbchen. In die feste Masche steche ich ein und häkle hier ein Stäbchen. Und hier in den Bogen häkle ich jetzt 2 Stäbchen. Das 1. Stäbchen und das 2. Stäbchen. So, jetzt häkle ich hier 6 Stäbchen. Also in jedes Stäbchen steche ich ein und häkle 6 Stäbchen. So, jetzt häkle ich 3 Luftmaschen. Wir wiederholen wieder dieses Muster, nur versetzt. So, und jetzt auf der Seite häkle ich wiederum 6 Stäbchen. Also eine Masche überspringe ich, in die nächste Masche häkle ich das 1. Stäbchen. So, 6 Stäbchen habe ich jetzt gehäkelt. Jetzt haben wir hier wieder dieses Muster. Also in den ersten Bogen häkle ich 2 Stäbchen, das 1. Stäbchen und das 2. Stäbchen. In die feste Masche häkle ich ein Stäbchen und in den zweiten Bogen häkle ich auch 2 Stäbchen.
Jetzt häkle ich die restlichen Stäbchen. In jedes Stäbchen häkle ich ein Stäbchen. Also das 5. Stäbchen häkle ich jetzt. Und hier zwischen den beiden Maschen stiche ich ein und häkle das 6. Stäbchen. So schaut es jetzt aus. So, und jetzt häkeln wir die nächste Reihe. Ich beginne wieder mit 3 Luftmaschen. Wende das Ganze. Jetzt häkle ich komplett Stäbchen, bis ich hier an der Mitte ankomme, und zwar die letzten 2 Stäbchen lasse ich aus und häkle bis dahin Stäbchen. Das erste Stäbchen, das zweite Stäbchen und so weiter. Also ich habe jetzt 3 Luftmaschen und 14 Stäbchen gehäkelt. So 2 Stäbchen bleiben bei mir übrig. Jetzt häkle ich 2 Luftmaschen. Hier in den Bogen häkle ich eine feste Masche. 2 Luftmaschen. 2 Maschen überspringe ich und jetzt häkle ich 15 Stäbchen. Also in jedes Stäbchen der Vorrunde einfach ein Stäbchen häkeln. So schaut es aus. So schaut das Muster aus und jetzt wiederholen wir das Ganze ab der ersten Reihe. Also ich beginne mit 3 Luftmaschen, wende das Ganze und häkle die ersten 7 Stäbchen. Also hier stiche ich ein, häkle das erste Stäbchen und weitere 6 Stäbchen. So, jetzt häkle ich 3 Luftmaschen, überspringe unten eine Masche und in die zweite Masche häkle ich das erste Stäbchen. Jetzt häkeln wir insgesamt wieder 17 Stäbchen. Das zweite Stäbchen, das dritte und so weiter. So, jetzt häkle ich 3 Luftmaschen. Überspringe eine Masche und in die nächste Masche häkle ich das erste Stäbchen und dann weitere Stäbchen häkeln. So schaut es dann aus und dann genauso häkeln wir die zweite Reihe und so weiter. So schaut dann das Muster aus und ihr häkelt auf diese Art und Weise dann Rumpfteil bis zu den Armausschnitten, also sowohl das Rückenteil als auch beide Vorderteile, wenn man das so zusammenlegt. So, und dann sehen wir uns wieder. Wir häkeln jetzt zusammen das obere Vorderteil, den Halsausschnitt und die Schultern. Das eine Teil habe ich bereits gehäkelt. Und zwar ist es so, also ich habe es so aufgeteilt, dass meine Schultern 25 Maschen haben und ich nehme hier 20 Maschen für den Halsausschnitt ab. Und zwar, ich mache es folgendes, ich nehme 2 Reihen, nehme ich jeweils eine Masche ab, in der dritten Reihe nehme ich 2 Maschen ab. Dann wieder 2 Reihen, jeweils eine Masche abnehmen, dritte Reihe nehme ich 2 Maschen ab. Und das arbeite ich bis nach oben. Und in den letzten 4 Reihen häkeln wir dann die Schultern.
Und auf der Seite wird ganz normal gerade gehäkelt, also ohne Maschenabnahme. Das ist der Armausschnitt. Also der Halsausschnitt besteht bei mir aus 18 Reihen bis nach oben. Je nach Größe kann es natürlich auch mehr Reihen sein. Also bei meiner Größe sind es 18 Reihen. Hier nach dem Armausschnitt habe ich erstmal 2 Reihen ohne Maschenabnahme gehäkelt. Und erst ab der 3. Reihe habe ich begonnen, die Maschenabnahme für den Halsausschnitt. Also ich habe jetzt am Vorderteil 2 Reihen gehäkelt. Einfach nur Stäbchen und jetzt beginnen wir auf der Seite die Abnahme für den Halsausschnitt. Ich wende erstmal das Ganze. Also ich häkle 3 Luftmaschen und wende die Arbeit. Und häkle erstmal und häkle jetzt die erste Maschenabnahme. Ich nehme da eine Masche ab. Und zwar wie für ein Stäbchen hole ich mir Umschlag, stiche ich in die Masche ein, hole den Faden, die ersten 2 Schlingen durch, dann nochmal Umschlag, in die nächste Masche einstechen, Faden holen, die ersten 2 Schlingen durch. Jetzt habe ich 3 Schlingen auf dem Haken, alle 3 Schlingen durch. Jetzt habe ich praktisch eine Masche abgenommen. Jetzt häkle ich weitere Stäbchen bis nach hinten und dann häkle ich die Rückreihe wieder, bis ich vorne am Halsausschnitt ankomme. So, ich habe jetzt die Rückreihe gehäkelt, jetzt bin ich wieder vorne. Und zwar, jetzt nehme ich wieder eine Masche ab, 2 Maschen häkle ich zusammen. Und zwar habe ich hier das Stäbchen, das sind diese 2 zusammengehäkelte Stäbchen und das Stäbchen davor. Und diese 2 Maschen häkle ich jetzt zusammen. Also genauso wie vorhin. Umschlag, Faden holen, die ersten 2 Schlingen durch. Umschlag, da einstechen, wo die beiden Stäbchen sind. Faden holen, die ersten 2 Schlingen durch. 3 Schlingen auf dem Haken, alle 3 Schlingen durch. Und jetzt hier in die letzte Masche, hier zwischen steche ich ein und häkle das letzte Stäbchen. Die nächste Reihe beginne ich mit 3 Luftmaschen, wende das Ganze. Und hier, das ist jetzt die 3. Reihe mit der Maschenabnahme. Da nehme ich jetzt 2 Maschen ab. So, 3 Luftmaschen habe ich jetzt. Jetzt steche ich in diese Maschen, die ich zusammengehäkelt habe, da steche ich ein. Die ersten 2 Schlingen durch und in die nächste steche ich ein. Die ersten 2 Schlingen durch. 3 Schlingen auf dem Haken und beide Schlingen durch. Jetzt nehme ich noch eine Masche ab, auf die gleiche Art und Weise. Die ersten 2 Schlingen durch, nochmal Umschlagfaden holen. Die ersten 2 Schlingen durch, 3 Schlingen auf dem Haken, alle 3 Schlingen durch. Jetzt haben wir auf diese Art und Weise 2 Maschen abgenommen. Jetzt häkle ich weitere Stäbchen. Ganz normal weiter häkeln, dann die Rückreihe. Und auf diese Weise, also wie ich jetzt gezeigt habe, wiederholen wir das Ganze. Eine Masche abnehmen, 2 Maschen abnehmen. Also wenn ich die Rückreihe gehäkelt habe, nehme ich dann wieder eine Masche ab, wie wir das schon vorhin gemacht haben. Am besten markiere ich mir diese Reihe, wo ich 2 Maschen abnehme. Jetzt häkle ich, wie gesagt, 2 Abnahmen jeweils mit einer Masche und dann wieder eine Reihe mit 2 Maschen abnehmen. Und so schaut das Ganze dann aus. Eine Seite habe ich bereits schon fertig. So schaut den Ausschnitt dann aus. Einfach dann weiter häkeln, bis wir die letzten
4 Reihen. Ich habe vorhin, glaube ich, gesagt 18 Reihen, muss ich nochmal zählen. Also das heißt, wir häkeln dann 14 Reihen und die letzten 4 Reihen sind, arbeiten wir die Schulternschrägung. Also ich bin jetzt beim Vorderteil und zwar den Ausschnitt habe ich jetzt gehäkelt, die Maschen abgenommen. Und jetzt haben wir 4 letzte Reihen mit der Schulternschrägung. Und hier häkeln wir weiter dann die Schrägung für Ausschnitt. Und zwar, ich habe gesagt, dass hier für die Ärmel habe ich 16 Reihen jetzt gehäkelt. Und insgesamt habe ich 18 Reihen bis zu der Spitze. Hier, wo die Schultern sind. Wenn wir die Schrägung gearbeitet haben, haben wir bis zur Spitze noch 4 weitere Reihen gehäkelt. Und das machen wir jetzt zusammen, also diese Schulternschrägung. Also hier am Halsausschnitt häkeln wir weiterhin die Maschenabnahme wie bis jetzt. Ich habe hier jetzt 2 Maschen abgenommen in diesen 2 Reihen und in der nächsten Reihe, in der 3. Reihe, nehme ich dann 2 Maschen ab. Wie bis jetzt. So, also ich bin hier jetzt bei dem Ausschnitt und ich nehme erstmal 2 Maschen ab. Die erste und dann die zweite Masche. Und jetzt häkle ich weitere Stäbchen und häkle das Ganze weiter und am Ende der Reihe lasse ich 5 Stäbchen frei. Also ich habe jetzt hier die 5 Stäbchen, die übrig geblieben sind. Und jetzt häkle ich 2 halbe Stäbchen, also Umschlagfaden holen, alle 3 Schlingen durch, nochmal ein halbes Stäbchen, alle 3 Schlingen durch. So, und jetzt 2 feste Maschen, eine feste Masche, zweite feste Masche. Und hier in die letzte Masche steche ich noch in eine Schlinge ein und häkle eine Kettmasche. Also wie für die feste Masche, Faden holen und jetzt die linke durch die rechte Schlinge durchziehen. Jetzt wende ich das Ganze. So, jetzt bewege ich mich erstmal an diesen 5 Maschen hoch. Mit Kettmaschen, also ich steche nicht da, sondern hier steche ich ein. In die hintere Schlinge kann man einstechen, Faden holen, die linke durch die rechte durch, nochmal einstechen, Faden holen, die linke durch die rechte durch und nochmal hier einstechen, Faden holen und nochmal die 4. Kettmasche. So, und hier haben wir wieder 5 Stäbchen, die stecken wir auch ab. Ich häkle wiederum eine Kettmasche, dann 2 feste Maschen und 2 halbe Stäbchen. Das erste halbe Stäbchen und das zweite halbe Stäbchen. Und jetzt häkle ich weitere Stäbchen, bis ich am Ende der Reihe ankomme. So schaut die Schrägung aus jetzt. So, jetzt bin ich am Ende der Reihe. Da haben wir unseren Halsausschnitt und dann nehme ich 2 Maschen wieder ab. Ich meine eine Masche jetzt. Davor habe ich 2 Maschen abgenommen. Jetzt nehme ich bloß nur eine Masche ab. So, und hier nochmal in die letzte Masche einstechen und die Randmasche häkeln. 2 Reihen Schrägung haben wir jetzt gehäkelt. Jetzt häkeln wir die 3. Reihe. Ich beginne wieder mit 3 Luftmaschen, wende das Ganze und dann nehme ich wiederum eine Masche ab für den Halsausschnitt.
alle 3 Schlingen durch und häkle erstmal Stäbchen. So, an 10 Maschen haben wir bereits die Schrägung gehäkelt. Jetzt kommen die weiteren 5 Stäbchen zum Abschrägen und da häkle ich auch wiederum 2 halbe Stäbchen. Zwei feste Maschen und eine Kettmasche. Man kann vorne in die vordere Schlinge oder in die hintere einstechen, Faden holen, die linke durch die rechte durchziehen. So, jetzt wende ich das Ganze. So, und jetzt bewege ich mich wieder an diesen 5 Maschen erstmal nach links mit den Kettmaschen. Also hier, ich steche nicht hier, sondern hier ein und häkle die erste Kettmasche, dann die zweite, die dritte und die vierte. So. Wir haben jetzt 1, 2, 3 Reihen Schulternschrägung und jetzt häkeln wir die letzte Schrägung. Und zwar, da müssen wir 2 Maschen noch praktisch abnehmen für Halsausschnitt und die restlichen Maschen schrägen wir ab. Also ich häkle eine feste Masche, zweite feste Masche. Wenn es 1 oder 2 Maschen mehr sind als 5, das macht überhaupt nichts aus. Einfach dann 2 halbe Stäbchen. Diese 2 Maschen nehme ich jetzt ab für den Halsausschnitt, so ganz normal als Stäbchen. 1, 2, alle Maschen zusammen oder Schlingen. Und jetzt häkle ich noch hier die letzte Masche. Also die 2 Maschen habe ich zusammen gehäkelt und die letzte Masche häkle ich dann hier. So, sind wir jetzt, also wir haben jetzt 4 weitere Reihen Schrägungen gehäkelt. Wir häkeln die Schultern auf die gleiche Art und Weise, also vorne habe ich das gezeigt. Hinten machen wir Folgendes, und zwar für den Ausschnitt lassen wir ca. 2, 3 Reihen für den Ausschnitt aus. Das ist dann so, dass der Ausschnitt praktisch gerade ausschaut. Und zwar, wie gesagt, ich lasse in der Mitte einfach hier ca. 2 Reihen aus und häkle die weiteren, also ich muss dann hier praktisch den Faden, wenn ich hier beginne, häkle ich bis zu diesem Punkt. Wende hier an der Stelle, häkle ich zurück und dann häkle ich die letzte Reihe. Und auf der anderen Seite genauso, nur man muss dann bloß den Faden von hier abschneiden und auf der Seite dann weiter häkeln. Also für kleinere Größen reichen 2 Reihen aus, für größere kann man zum Beispiel 3 Reihen hier auslassen. Einfach hier die Reihe wenden und zurück häkeln. Wir nähen jetzt beide Schulternteile zusammen, und zwar, ich mache das mit Kettmaschen, man kann es natürlich auch ganz normal mit der Nähnadel vernähen. Also ich nehme noch den Faden, mit dem ich eine Schulter beendet habe. So, und ziehe diese Schlinge, hier vorne steche ich ein, hole mir diese Schlinge und ziehe diese hier vorne durch. Und jetzt nähe ich praktisch zusammen. Ich gehe immer unter die beiden Schlingen vorne und auch beide Schlingen hinten. Ziehe den Faden nach vorne und ziehe dann die linke durch die rechte Schlinge durch. Dann gehe ich wieder unter die ersten 2 Schlingen und hintere 2 Schlingen, hole den Faden, ziehe linke durch die rechte durch.
Und so dann weiter vernähen. Also ich habe jetzt das Ganze vernäht. So schaut es auf der linken Seite aus. Und so schaut es auf der rechten Seite aus. Dann anschließend einfach noch schön alles abdampfen, damit es schön gerade bleibt. So, jetzt häkeln wir die Ärmel. Eine Seite habe ich bereits gehäkelt. So schauen die Ärmel aus. Ich habe die nach unten etwas abgeschrägt. Also die sind bei mir nicht gerade. Wenn man möchte, kann man natürlich die Ärmel auch einfach gerade häkeln in Runden. Und dann häkeln wir die zweite Seite. Also für die Ärmel habe ich hier 16 Querseiten auf einer Seite. Das sind bei mir circa jetzt 21 cm bis 22 maximal. So, und jetzt beginnen wir die Ärmel. Also ich nehme mir die erste Querreihe, da beginne ich dann mit den Faden, hole einmal hier durch und häkle 3 Luftmaschen. So, jetzt mache ich Folgendes: pro 2 Querreihen häkle ich einmal 3 Stäbchen, dann 4 Stäbchen, 3 Stäbchen, 4 Stäbchen und so im Wechsel. Wenn es mal zu wenig Maschen sein sollte, kann man natürlich auch mehr Maschen häkeln. Also bei mir hat es eigentlich ausgereicht. Also wie gesagt, pro diese 2 Querreihen häkle ich einmal 3 Stäbchen, also die zähle ich auch mit. Jetzt habe ich 3 Stäbchen und jetzt 4 Stäbchen. So schaut es aus. Dann wieder pro 2 Reihen. Ich häkle jetzt 3 Stäbchen. Da kann man zwischen den Reihen hier mittig einstechen. Und bei den nächsten 2 Querreihen häkle ich 4 Stäbchen. Und so häkle ich dann weiter. So, wenn man alle Stäbchen gehäkelt hat, dann schließe ich die Runde mit einer Kettmasche. Hier in die dritte Luftmasche einstechen, Faden holen, die linke durch die rechte durchziehen. So habe ich jetzt die Maschen aufgenommen. So schaut es aus. So, und dann häkle ich das Ganze in Runden. Und zwar, ich habe bei den Ärmeln für die Schrägung jede dritte Reihe jeweils ein Stäbchen abgenommen. Also 1, 2 Reihen ganz normal und die dritte Reihe, das sind 2 Stäbchen zusammengehäkelt. Und ich mache das immer am Anfang der Runde, damit wir eine schöne gerade Naht haben. Also 1, 2 Reihen ganz normal häkeln und eine Maschenabnahme. So, die Maschenabnahme zeige ich euch, wie die geht. Also ich beginne die Runde mit 3 Luftmaschen. Und wie ich gerade gesagt habe, ich häkle die Maschenabnahme sofort hier am Anfang. Dann haben wir eine schöne gerade Naht. Also wie für das Stäbchen Umschlagfaden holen, die ersten 2 Stängen durch. Nochmal
Umschlagfaden holen die ersten 2 Schlingen durch, 3 Schlingen auf dem Haken, alle 3 Schlingen durch. Jetzt haben wir eine Masche abgenommen und jetzt häkle ich ganz normal weitere Stäbchen und schließe dann die Runde mit einer Kettmasche wiederum. Also wenn wir die Runde fertig haben, dann schließe ich das in die dritte Luftmasche, steche ich ein und schließe die Runde mit einer Kettmasche. Und so häkle ich weitere Runden dann, so, bis die gewünschte Linie erreicht ist. Ich habe zum Beispiel 34 Runden gehäkelt und in den letzten 2 Runden habe ich dann noch ein paar Maschen abgenommen. Und zwar genau wie hier auf der Seite, das habe ich genauso gemacht. In der vorletzten Runde habe ich 2 Maschen zusammen gehäkelt, 4 Stäbchen, 2 zusammen, 4 Stäbchen. Und in der letzten Runde habe ich zwischen den abgenommenen Maschen 3 Stäbchen gehäkelt. Damit die Ärmel hier, man sieht es, dass die sich so noch ein bisschen etwas zusammenziehen. Falls die noch etwas zu breit sind unten, das kann man machen, das kann man auch komplett auslassen, je nachdem wie eure Hände sind, wie breit das Ganze unten sein soll und so weiter. Aber das kann man zum Beispiel machen. So schaut es dann aus. So, jetzt machen wir noch Folgendes, und zwar wir häkeln hier den kompletten Rand um, also vorne den Ausschnitt, vorne, hinten, hier komplett alles um. Und zwar, wir haben hier diese Querreihen. Und da steche ich dann ein und häkle feste Maschen. Ich häkle aber feste Maschen mit Luftmaschen, zeige ich euch gleich. Ich zeige euch an einem kleinen Stück. Also hier habe ich die Querreihen. Ihr beginnt einfach, nehmt einfach den Faden und beginnt hier zu häkeln. Und zwar hier in die Querreihe steche ich ein, häkle eine feste Masche. Jetzt häkle ich eine Luftmasche. Jetzt steche ich in die nächste Querreihe ein und häkle die nächste feste Masche. Jetzt häkle ich eine Luftmasche. Jetzt häkle ich hier zwischen, steche ich ein hier und häkle eine feste Masche. Eine Luftmasche. Jetzt steche ich hier nochmal ein und häkle eine feste Masche. So, da kann ich jetzt nicht genau sagen, wie viele feste Maschen. Also ich mache es immer so, dass ich die feste Masche häkle und dann schaue ich, wo muss ich ungefähr die feste Masche häkeln. Also die Luftmasche habe ich jetzt gehäkelt. Also hier steche ich ein, weil die legt sich so hier und hier häkle ich eine feste Masche. Dann häkle ich eine Luftmasche und schaue, wo legt die sich hin. Ich kann hier einstechen, eine feste Masche häkeln. Eine Luftmasche, so ungefähr schauen, ich kann da noch eine feste Masche häkeln. Hier steche ich ein, so dass das Ganze sich nicht zusammenzieht, aber auch nicht zu locker wird. Ich glaube, ich trenne die nochmal auf und häkle die einmal hier. So, eine feste Masche. Hier häkle ich eine Luftmasche, eine feste Masche. So, eine Luftmasche, eine feste Masche. So ungefähr abschätzen. Also ich habe jetzt zum Beispiel 3 feste Maschen in 2 solche Querreihen gehäkelt. Ungefähr müsste man dann hinkommen. 1, 2, 3 pro 2 Querreihen. Genau, so müsste das gut ausschauen. Und wenn ihr das Ganze umgehäkelt habt, am Ende der Reihe häkle ich eine Luftmasche, wende das Ganze und häkle in die feste Masche eine feste Masche. Eine Luftmasche. In die feste Masche, man sieht hier, oder die Luftmasche überspringt man und dann in die feste Masche.
einen Stich in eine feste Masche häkeln, eine Luftmasche. Die Luftmasche überspringe ich und in die feste Masche häkle ich eine feste Masche, eine Luftmasche, eine feste Masche, eine Luftmasche und so weiter. Und so häkelt man mehrere Runden, je nachdem, oder Reihen, je nachdem, wie breit ihr das haben wollt. Also man kann mehr oder weniger Reihen häkeln. Wenn zum Beispiel hier hinten am Ausschnitt, wenn das Ganze sich ein bisschen mehr abrunden soll, kann man zum Beispiel an einigen Stellen häkelt aber erstmal so 4-5 Runden, je nachdem, zum Beispiel 4. Und dann in der 5. Runde, die letzte oder vorletzte Runde, kann man zum Beispiel ein paar feste Maschen auslassen. Also ich lasse jetzt die feste Masche aus und in die feste Masche häkle ich jetzt wiederum eine feste Masche. Dann häkle ich wieder eine Luftmasche. Eine feste Masche und dann kann man wieder irgendwann mal die feste Masche auslassen, die feste Masche häkeln. Und auf diese Weise zieht sich der Ausschnitt hinten ein bisschen mehr zusammen. Das kann man zum Beispiel auch machen. Man kann es in der letzten Runde machen, man kann in der vorletzten und die letzte Runde dann nochmal umhäkeln, je nachdem. Genau, das ist halt nur hier oben in dem Bereich kann man das machen. Ansonsten ganz normal umhäkeln. Und ich zeige nochmal, wie der Rand ausschaut. So schaut der Rand dann aus. Also ich habe dann bei mir, muss ich erstmal durchzählen, wie viele Reihen ich gehäkelt habe. Ich habe jetzt ungefähr 5 bis 6 Reihen habe ich gehäkelt. So schaut mein Rand aus. Also wir sind dann mit dem Oberteil soweit fertig. Ich hoffe, ich habe an alles gedacht und alles soweit verständlich erklärt. Es würde mich freuen, wenn ihr mitmacht, auch meinen Kanal abonniert. Und ansonsten wünsche ich euch viel Spaß und bis zum nächsten Mal.